Smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. Liebe Lebenskünstler, ich bin Schwester Enrika. Und ich bin Schwester Franzi Marie. Und auf diesem Kanal sprechen wir mit euch über christliche Lebenskunst. Heute geht es uns darum, die Schwierigkeiten unseres Lebens, also unser Kreuz, anzunehmen und mit Mut und Zuversicht zu tragen. Kennt ihr das Lied? Das ist von Nat King Cole. Das heißt, eigentlich ist es von Charlie Chaplin und Nat King Cole hat das in den 50er Jahren dann veröffentlicht und berühmt gemacht. Smile though your heart is aching. Eine Aufforderung, die nicht ganz leicht ist. Mitten im Leid sind wir meist ganz weit davon entfernt zu lächeln. Es tut weh und keine auch noch so gut gemeinte Verharmlosung kann uns da irgendwie helfen. Wo kommt aber die Hoffnung her in solch einer Situation? Für uns Christen kann es aus dem Bewusstsein kommen, dass Gott ja schon diesen Weg gegangen ist. Er geht mit uns, er hat selber das ausgehalten, aus Liebe zu uns. Und auch in den größten Schwierigkeiten unseres Lebens, da lässt er uns nicht im Stich. Er geht mit uns und will uns helfen, unser Kreuz zu tragen. Es gibt 4 Schritte, die wir dabei gehen können. Der erste ist, das Leid als an sich anzuerkennen. Der zweite, nicht davon zu rennen. Der dritte, es als selbstverständlich anzunehmen und in unser Leben zu integrieren. Und der 4. Schritt, den Mehrwert in unserem Kreuz und Leid entdecken. Erster Schritt, Leid als solches anerkennen. Das erste ist also, die kleinen oder auch größeren Schwierigkeiten des alltäglichen Lebens anerkennen, ganz mutig und ehrlich anschauen. Dem stelle ich mich, das ist mein persönliches Kreuz. Und ich brauche dann eben das nicht empfindungslos zu ertragen oder so zu tun, als sei das gar nicht so, als sei das alles kein Problem. Sondern das darf sein, das gehört ja zu jedem Leben. Aber natürlich ist nicht gemeint, dass ich jetzt mich da überall beklage oder so, sondern einfach nur ehrlich sein, mir gegenüber. Dann rumort es nicht so im Unterbewusstsein und macht kein Durcheinander. Der zweite Schritt ist dann, nicht davonrennen. Da taucht etwas auf, da tut etwas weh. Und ich halte das aus. Ich habe jetzt erst vor kurzem von einem Beispiel gehört, von einer Familie, da war die Mutter unheilbar krank. Aber die 14-jährige Tochter wusste es noch nicht, wie ernst es wirklich ist. Und eines Abends ist der Vater nach Hause gekommen und hat es ihr gesagt. Und in der ersten Schockreaktion ist sie einfach fassungslos davongerannt. Da ist der Papa hinter ihr hergegangen und hat sie zurückgerufen. Und er hat sie in den Arm genommen und richtig festgehalten und zu ihr gesagt: Eines musst du dir immer merken, du darfst nie davonlaufen, wenn etwas schwierig wird, auch wenn es so weh tut. Nicht wegschauen und nicht wegrennen. Du musst da bleiben und dem ins Auge schauen. Du schaffst das, wir schaffen das. Und sie hat gesagt, das hat sie irgendwie nie mehr vergessen. Und das hat ihr auch geholfen im Blick auf andere schwere Dinge in ihrem Leben. Und dass Schwierigkeiten kommen, das ist einfach so. Oft hätten wir sie gerne los, so manche Dinge in unserem Leben, die wir nicht ändern können. Aber auch und gerade da, wo wir uns selbst entschieden haben, in Freiheit entschieden haben für etwas, sind wir damit Kreuz und Leid nicht einfach los. Sondern ganz im Gegenteil. Manchmal fängt es erst damit dann an. Und dann der 3. Schritt, das Kreuz selbstverständlich annehmen und integrieren. Als ich noch nicht lange Marienschwester war und halt mit manchen Umstellungen auch noch zu kämpfen hatte, da hat mal jemand zu mir gesagt, du musst das Kreuz in dein Leben einbauen. Und ich habe das erst gar nicht so richtig kapiert, was das zu bedeuten hat oder was damit gemeint ist. Aber mit der Zeit habe ich verstanden, ja, es gehört ganz selbstverständlich dazu, dass es halt Anfangsschwierigkeiten gibt oder was auch immer in jedem Leben.
Und dass es gut ist, das als normal zu betrachten und nicht zu denken, oh, das darf jetzt nicht sein oder warum ist das so. Das verbraucht sonst sehr viel Energie. Und wenn man das aber annimmt als ganz selbstverständlichen Teil des eigenen Lebens, das entspannt und so kann sich auch was lösen. Jesus selbst sagt, wenn einer mir nachfolgen will, nehme er oder nehme sie ihr Kreuz auf sich und folge mir nach. Das gilt auch so für die Zustände, wo ich das Gefühl habe, einfach nicht anzukommen. Und dann können sich so Zweifel und Fragen einstellen wie, ja, wozu gibt es mich eigentlich? Oder was wird aus mir? Was passiert noch aus meinem Leben? Und solche Sachen, die können, selbst wenn man sich für einen bestimmten Lebensweg entschieden hat, die können immer noch kommen. Wir schielen dann automatisch auf die anderen, die es scheinbar viel besser haben wie wir und viel glücklicher sind. Aber seien wir ehrlich, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Auch die anderen haben ihr Kreuz. Es sieht nur anders aus als unseres, aber es hilft uns, das ganz nüchtern zu sehen. Hi! Hallo. Hallo! Wie war das jetzt mit dem Kreuz? Ja, jetzt der 4. Schritt, den Mehrwert entdecken. Aha. Ich glaube, jetzt müssen wir reingehen, sonst Ich glaub's wird's total nass hier. Schnell! Das Kreuz hat einen Sinn, obwohl wir das oft nicht verstehen, weil es uns eben helfen kann, als Persönlichkeit zu wachsen, in der Liebe zu wachsen. Aber etwas Schweres zu bewältigen und darin sogar einen Sinn entdecken, das ist schon eine fortgeschrittene Stufe der christlichen Lebenskunst. Denn es ist ein eigenartiger Vorgang. Erst und soweit wir bereit sind, aus Gottes Hand das Leid anzunehmen, werden wir fähig, seine Liebe hinter dem Leid zu entdecken. Ja, das ist wie so ein goldener Faden, der sich auch durch Schwierigkeiten hindurchzieht und uns die Liebe Gottes entdecken lässt. Und uns zeigt, seine Liebe trägt uns. Auch unsere Verletzungen und Wunden können so zu Gelegenheiten und Wegweisern werden für unsere Berufung, nicht nur unsere Gaben und Talente. Ja, Gott beruft immer den ganzen Menschen, nicht nur einen Teil von uns. Und gerade diese Schwierigkeiten, die wir haben, die sind ein wichtiger Teil unserer Berufung. Es gibt kein Leben ohne ein Kreuz. Das spüren wir ja alle. Wenn wir das aber annehmen können und in unser Leben wirklich integrieren, dann wird ein großer Segen daraus. Und es verleiht unserer Seele sogar Flügel. Deswegen, smile though your heart is aching, smile even though it's breaking. Oh.